Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem kleinen Roadtrip hier durch Sri Lanka. Ja, heute geht's nach Habarana und ich fahre über Polonnaruwa. Das liegt auf dem Weg dahin und ich fahre an der Küste entlang und nicht so die gerade Strecke direkt nach Habarana durch. Und ja, jetzt ist 6 Uhr und habe mein frühes Frühstück. Und dann geht's los, denn der Weg ist bestimmt über 200 Kilometer lang. Und ich denke mir, dass ich noch so 3,5 bis 4 Stunden brauche. Und daher geht's früh los, um auch wieder ordentlich Zeit zu haben, um mir die Sightseeings anzusehen. Und jetzt gibt es mal ein leckeres Frühstück. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele, jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Buy the ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern. Die Wahl, an der Küste über den Trincomalee Highway A15 nach Polonnaruwa zu fahren, erweist sich als goldrichtig. Die Landschaft ist wunderbar, die Straße überwiegend gut und der Blick nach links offenbart mir immer wieder den Indischen Ozean. Die zweite Verkehrskontrolle auf meiner Tuk-Tuk-Tour erweist sich als sehr angenehm. Der Polizist spricht super Englisch, fragt mich, woher ich komme und will keine Papiere von mir sehen. Nach 10 Minuten Smalltalk setze ich meine Fahrt fort. Nach der Hälfte des Weges biegt der Trincomalee Highway A15 nach Polonnaruwa nach rechts ins Landesinnere ab. In Polonnaruwa erwartet mich das Chaos, da heute der erste Tag des bedeutendsten Vollmondfests des Jahres, dem Vesak Poya Fest, ist. Scheinbar ist ganz Sri Lanka auf den Beinen. Nach einer Runde um den Eingang des Parkgeländes fahre ich einfach in eine Einfahrt der Parkbehörde und lasse das Tuk-Tuk stehen, um zu Fuß die Weltkulturerbestätte zu erkunden. Ich könnte euch jetzt stundenlang etwas über jeden einzelnen Tempel hier erzählen. Aber ganz ehrlich, das wäre viel zu anstrengend und würde euch einschläfern. Stattdessen nur ganz kurz, wie ich diese Weltkulturerbestätte erkundet habe. Ich habe mir einfach direkt vor dem Eingang ein Fahrrad geschnappt und los ging's. Man kann die Tempel aber auch mit dem Tuk-Tuk abklappern, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr mehr über die Tempel wissen wollt, gibt es einen Link unten in der Videobeschreibung oder ihr scannt einfach den QR-Code, der jetzt auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dort findet ihr alle Details auf meinem Blog. Es ist Halbzeit auf meinem Tuk-Tuk-Roadtrip und während ich weiter die Tempel erkunde, möchte ich euch ein kleines Zwischenfazit geben. Bisher macht der Roadtrip wirklich richtig Spaß. Die Übergabe und die Einweisung des Tuk-Tuks waren super und das Fahren selbst ist viel einfacher als ich dachte. Da Anfang Mai schon die Regenzeit beginnt, habe ich mich für den Norden entschieden und den Süden ausgelassen. Der Norden hat mich gereizt, weil er noch so untouristisch ist. Allerdings muss ich zugeben,
dass es hier nicht ganz so viele Highlights gibt und die Infrastruktur noch ausbaufähig ist. Trotzdem, der Norden war ein kleines Abenteuer und die Landschaft einfach wunderschön. Ab Trincomalee wurde es dann wieder touristischer. Ich habe die Annehmlichkeiten wie gutes Essen und die touristischen Angebote wie das Schnorcheln echt genossen. Übrigens waren alle Unterkünfte auf meiner Reise super, sauber und das Preis-Leistungs-Verhältnis hat immer gestimmt. Kommen wir zu den Straßenverhältnissen. Die meisten Strecken sind recht neu und man kommt super voran. Aber das kann sich schlagartig ändern. Plötzlich hast du eine Schlaglochpiste vor dir. Das größte Ärgernis sind aber die Busse. Die fahren wirklich wie die Verrückten und nehmen kaum Rücksicht. Mein Tipp, wenn du einen Bus im Rückspiegel siehst, fahr so weit links wie möglich und nimm den Fuß vom Gas. So kann er dich schnell überholen. Mein Fazit zur Halbzeit. Genau so habe ich mir diesen Trip vorgestellt. Ein Tuk-Tuk als Fortbewegungsmittel ist perfekt, weil ich zeitlich unabhängig bin und problemlos zu allen Sehenswürdigkeiten komme. Ich hoffe, die zweite Hälfte meiner Reise läuft genauso gut. Drückt mir die Daumen.
Nach 3,5 Stunden verlasse ich Polonnaruwa und mache mich auf den Weg nach Habarana, wo ich mein Lager für die nächsten 2 Nächte aufschlagen werde. Irgendwo auf der Strecke ist es dann soweit. Mein Herz schlägt schneller, als ich ihn sehe. Mein erster wilder Elefant in Sri Lanka, direkt an der Straße. Was für ein unglaubliches Erlebnis. Ich gebe zu, ich hatte einen großen Respekt vor ihm und beobachtete erst einmal die Einheimischen, wie sie den Elefanten überholen. Ich folgte ihm einige Minuten, bevor ich mich traue, ihn vorsichtig zu überholen. Am Ortseingang von Habarana tanke ich gleich das Tuk-Tuk voll, damit ich morgen früh direkt zum Lions Rock aufbrechen kann. Aber dieses Abenteuer gibt es dann in der nächsten Episode. Ja, ich bin jetzt in meiner Unterkunft angekommen. Ich habe sogar einen Pool und ich glaube, dass ich heute Abend dann doch noch mal hier reinspringen werde. Ich war ja eben noch schnell was essen. Ich hatte nämlich jetzt wirklich Hunger. Ja, mein Magen geht's wieder gut. Das ist das Beste an der ganzen Sache. Es war schon ein anstrengender Tag, denn über Polonnaruwa zu fahren und an der Küste entlang waren es doch 200 Kilometer. Der direkte Weg, wenn man diese gerade Autobahn oder gerade Straße durchfährt, sind es gerade mal, glaube ich, 83 Kilometer. Allerdings wird da der Verkehr extrem schlimm sein. Ich fand heute die Fahrt unten an der Küste entlang, das war einer mit der schönsten Tuk-Tuk-Fahrten, die ich jetzt auf meiner Reise bis jetzt hatte. Ich muss sagen, die war wirklich, wirklich schön. Nur am Ende ab Polonnaruwa hier hoch nach Habarana waren die Straßen extrem voll. Das kann sein, dass es anhand dieses Feiertages lag, dass halt so viele Menschen unterwegs sind. Ist ja auch verständlich. Aber alles gut gegangen. Ich bin jetzt hier, habe eine wunderschöne Unterkunft. Und ja, ich sage danke. Ich hoffe, dir hat der Ausflug in die antike Stadt in Polonnaruwa gefallen. Und
Wenn du noch nicht geliked hast, würde ich mich freuen. Like das Video, abonniere den Kanal, dann verpasst du keine weitere Folge, wenn du mit die Glocke drückst. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder hier aus Habarana. Und was es da alles noch zu sehen gibt oder vielmehr den Aufstieg auf den Lions Rock, das erfährst du dann in der nächsten Folge. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Von Asien bis Afrika, Amerika und Europa. Mit jedem Schritt ein neues Abenteuer, das mich lockt. Durch kühle Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt. Weltenbummler, das ist mein Leben mit Herz und Seele. Jeden Tag aufs Neue mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Heute Ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding. Durch Straßen, Cafés und Märkte schlendern, neue Kulturen entdecken, Freundschaften pflegen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Durch grüne Oasen Asiens und über die schneebedeckten Gipfel der Alpen auf Roadtrips ohne Ziel entdecke ich die Welt, in Ohren, das ist mein Leben, mein Ding. Mit Herz und Seele jeden Tag aufs Neue, mit Bus, Bahn und Tuk-Tuk immer wieder neu erleben. Heute Ticket, take the ride, das ist mein Ding. Street Food, Local Life, das ist mein Ding. Mit kleinem Budget die Welt zu erobern, mein Ding.